Ein Fernseher für Streaming, Gaming und TV, der nicht allzu viel kostet, in Bild, Ton und Ausstattung aber rundum überzeugen will, das zumindest ist die Idee hinter Philips The One. Hallo, hier ist Fitus von HiFi.de. Wir haben den Philips 8808, denn das ist die eigentliche Modellnummer, für euch getestet und wollen in diesem Video die Frage beantworten, ob er denn auch hält, was er verspricht. Wir haben hier ein Testgerät in 43 Zoll. Außerdem gibt es The One noch in 5 weiteren Größen von 50 bis 85 Zoll. Ab 75 Zoll gibt es nicht mehr den mittigen Standfuß, sondern eben 2 weiter außen. Auf den ersten Blick wirkt der 8808 ganz schick, gerade wegen des gerade angesprochenen mittigen, schwenkbaren Standfußes. Die Verarbeitung ist gut, allerdings fallen spätestens auf den zweiten Blick die Einsparungen auf. Der Fernseher ist echt nicht der flachste und es gibt keine extra Abdeckung für die Anschlüsse, die aber immerhin alle nach unten oder zur Seite rausgehen. Und obwohl der Rand auch nicht gerade schmal ist, hängt der Infrarotempfänger noch unten dran. Das haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich fällt das aber alles kaum auf, sobald der Fernseher an ist, weil er dann ja auch Philips Ambilight auf 3 Seiten hat. The One ist ein ganz normaler LCD-Fernseher. Kein QLED, OLED oder irgendwas anderes. Im neutralsten Modus Film kommt er dann auf knapp 500 Nits Spitzenhelligkeit und hat einen Kontrast von über 5000:1. Also genau das, was man von einem VA-LCD-Panel erwarten kann. Der Fernseher hat kein Local Dimming Feature, ist aber ziemlich gleichmäßig ausgeleuchtet. Nur sollte man ziemlich mittig vor dem Fernseher sitzen, da sich das Bild mit steigendem Betrachtungswinkel schnell verfälscht. Für SDR reicht das eigentlich alles aus und so hat man im Alltag auch ein ordentliches Bild. Noch dazu bekommt man, wenn gewünscht, auf dem 120 Hertz Panel eine echt gute Zwischenbildberechnung. Bei HDR wird aber schnell klar, warum es eben QLED, Local Dimming oder OLEDs gibt, beziehungsweise warum eben andere Fernseher auch mehr Geld kosten. Die Farbraumabdeckung ist mit ca. 94% des DCI-P3 noch gut, allerdings sind die Abweichungen schon sichtbar. Anhand der EOTF sieht man, dass Philips hier einiges kompensieren muss, um möglichst viele Helligkeitsstufen darstellen zu können. Und natürlich kann man nicht über Philips Fernseher reden, ohne das Ambilight zu erwähnen. Das gibt es auf 3 Seiten des Fernsehers. Leider lässt es sich aber bei den diesjährigen Modellen nicht mehr mit Philips Hue-Lampen koppeln. Hier im Video ist das Ambilight nicht so einfach zu zeigen und in unsere Bewertung fließt es auch nicht mit ein, da es irgendwo schon noch Geschmackssache ist. Der Philips The One hat 2 HDMI 2.1 Anschlüsse für PlayStation 5 oder Xbox Series X. Das Gaming-Bild ist gestochen scharf und super flüssig. Man hat Auto Low Latency Mode, Variable Refresh Rate, Dolby Vision und ein äußerst geringes Input-Lag von gerade mal 8 Millisekunden in 120 Hertz. Das Gaming-Overlay ist ziemlich spartanisch und leider ist der Gaming-Bildmodus etwas übersättigt. The One hat quasi alle relevanten Anschlüsse. Einer der beiden HDMI 2.1 Anschlüsse dient gleichzeitig als Enhanced Audio Return Channel und der Fernseher hat auch noch einen Klinke-Kopfhöreranschluss. Es gibt aber keine USB-Aufnahmefunktion mehr, weshalb der Single Tuner auch eigentlich völlig ausreicht. Mit Google TV hat man eine riesige Auswahl an Apps. Dazu hat Philips die Menüs etwas vereinfacht und auch dank der neuen Fernbedienung ist die Bedienung noch intuitiver geworden. Mit der Fernbedienung hat man auch Google Assistant als Sprachassistenten.
Für Amazons Alexa bräuchte man noch zusätzliche Smart Speaker. Die Klangqualität des 8808 hat uns angenehm überrascht. Der Ton ist kräftig und relativ klar. Okay, richtig tiefe Bässe darf man hier nicht erwarten und die kommen auch nicht. Dafür kann man aber über HDMI eARC oder den optischen Ausgang natürlich auch eine Soundbar mit Subwoofer anschließen oder den Fernseher mittels DTS Play-Fi um kompatible Multiroom-Lautsprecher ergänzen. Dazu haben wir auch schon ein eigenes Video gemacht, also abonniere am besten unseren Kanal, wenn du auch an sowas interessiert bist. Ist The One jetzt der eine Fernseher, bei dem man sich keine großen Gedanken mehr machen muss? Wenn einfach alles aus einem Gerät kommen soll, dann hat man hier schon ein tolles Gesamtpaket für den Preis. Die Kombination aus gutem Bild und Ton, Ambilight, intuitivem Google TV und den Gaming-Specs wird man nicht günstiger bekommen. Wenn man aber schon eine Soundbar oder Philips Hue-Leuchten zu Hause hat, dann kann zum Beispiel ein Samsung QLED Q70C eine gute Alternative sein. Und was High Dynamic Range angeht, haben die QLED-Fernseher mit Local Dimming von Hisense oder TCL für denselben Preis einfach mehr zu bieten. Wenn ihr noch mehr über Philips The One erfahren wollt, geht am besten direkt über den Link in der Beschreibung auf den ausführlichen Test auf hifi.de. Und weil es gerade ja eigentlich schon drum ging, würde mich jetzt noch interessieren, wie viele Geräte bei euch zu Hause noch am Fernseher dranhängen. Also schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin gespannt drauf und falls du jetzt noch nach Alternativen in genau deinem Budget suchst, dann schau am besten mal in dieses Video hier rein.